Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der letzte Tag ist angebrochen. Wir befinden uns auf EU 19 und ich hatte ja gesagt gehabt, ich wollte hier nochmal einen finalen Push hinlegen und danach den Server dann so langsam verabschieden. Lange Zeit war ich hier drauf, viel länger als ich eigentlich gedacht hätte. Hat eigentlich hauptsächlich was mit der Gilde zu tun, in der ich spiele, beziehungsweise ja, in der ehemaligen Gilde. Es ist ja immer noch zum größten Teil dieselbe Gilde. Also ich hatte ja hier angefangen bei den Pilzhassern, die haben sich jetzt umbenannt in Immortal. Details, warum das jetzt hier so ist, habe ich persönlich keine Ahnung und ist jetzt auch gar nicht Thema hier in dem Video. Auf jeden Fall möchte ich mich im Vorhinein auf jeden Fall nochmal bei der Gilde, den Pilzhassern und allen Leuten, die da drinne sind, beziehungsweise halt eben jetzt Immortal, bedanken für die Gastfreundschaft und für die ja, lange Aufbewahrungszeit meines Accounts hier. Und ich habe mich auf jeden Fall immer sehr wohl gefühlt. Egal, was jetzt so hinter den Kulissen da jetzt irgendwie passiert ist. Wie gesagt, ich habe da größtenteils gar keinen Plan. Deswegen ist aber auch in Ordnung so, denn so konnte ich mein Spiel hier auf jeden Fall auf dem Server weiterhin genießen. Und ja, werde heute in dem Video auf jeden Fall jetzt den finalen Push mal wagen. Und dazu machen wir Folgendes. Wir haben den Gladiator-Trainer auf Stufe 14. Den skippen wir jetzt mal direkt auf Stufe 15. Ja, damit haben wir ihn maximiert und das Beste nochmal hier rausgeholt. So, wir versuchen nochmal im Dämonenportal das Beste hier auch nochmal zu machen. Da werden wir den Gegner nicht one-shotten können. Deswegen, das wird nichts werden. Und mit den restlichen Pilzen, die uns jetzt hier zur Verfügung stehen, werden wir jetzt den letzten finalen Push hier live im Video auf EU 19 zusammen bewerkstelligen. Ja, dazu lese ich jetzt nur noch nebenbei einmal kurz meine Account-Daten in SF-Tools ein und werde mal schauen, wieso die Chancen jetzt hier stehen auf dem Server und ja, damit wir mal so ein kleines Bild uns verschaffen können, ja, was hier noch so geht, beziehungsweise was die ja, Dungeons noch so zu sagen haben. So, wir loggen uns wieder ein, 2702 Pilze stehen uns hier heute zur Verfügung und wir schauen einfach mal, was SF-Tools hier uns ausspuckt heute. Ja, das sieht nicht ganz schlecht aus. Normalerweise screenshotte ich mir das immer raus, ja, um das euch mal so hier auch zu präsentieren. Ich verzichte da jetzt mal heute drauf, sondern hab die nebenbei mal so auf die Liste und werde die jetzt nach und nach mal durchgehen, weil das sieht mir hier alles sehr easy aus. Beziehungsweise ja, sollten hier die ersten Gegner überall relativ easy fallen. Ich glaube auch, wir werden viel neues Equipment bekommen. Es ist ja schon fast wie eine Mini-DP, die wir hier auflösen. Viel neues Equipment, ich weiß nicht, was wir davon gebrauchen können, beziehungsweise was unsere Begleiter davon gebrauchen können. So, der ist erstmal schon mal soweit fertig. Wir gucken mal Osteros rein. Ja, auch easy. Also Ausgangsstufe war jetzt 336. Mal gucken. Ich habe echt gar keinen Plan. Wir haben hier auch sogar neue Dungeons, die sind hier noch gar nicht jetzt in der Rechnung mit eingeflossen, weil der jetzt noch gar nicht freigeschaltet war. Also ja, ich denke mal, wir werden, ich weiß nicht, das ist, also die Liste an Prozentchancen, wie es hier aussieht, die ist ja so elendig lang. Ich glaube, wir werden einfach mal von oben nach unten durchgehen und einfach mal schauen, überall ein paar Tries reinstecken und dann gucken, wo die Gegner als erstes denn fallen, würde ich sagen. Ne? Danach kann man das sich vielleicht nochmal ein zweites Mal auslesen oder so, aber das jetzt so kontrolliert runterzuspielen, ja, da muss man erstmal gucken. Ich schaue erstmal von oben oder von unten nach oben durch, wie so die Tries im Generellen aussehen.
freue mich natürlich über jeden Gegner, den wir hier mitnehmen können. Und mal gucken, was wir da am Ende nachher für eine Stufe zu stehen haben. So, hier haben wir einen Magier. Dann haben wir hier den Zauberschulen-Express. Da haben wir auf jeden Fall noch viele Gegner offen. Das hatte ich schon gesehen gehabt in SF-Tools. Und die geben auch alle, ja, schön XP auf jeden Fall. Wir sind jetzt mittlerweile schon 340. Ne? So lange, wie wir jetzt hier nicht gespielt haben, erhoffe ich mir aber auch auf jeden Fall ein bisschen was. So, hier haben wir ganz, ganz alte Waffen. Da können wir tatsächlich gar nichts mit anfangen. Weil die Dungeons auch schon teilweise so alt sind. Ja, wir können hier auch Dojo der Kindheitshelden freischalten. Das müssten wir gleich auch mal machen, indem wir hier ja, irgendwie mal einen Schlüssel suchen. Und da ist er auch schon. Sehr schön. Da kriegen wir den nächsten Dungeon frei. Und mal gucken, ob wir hier auch ein bisschen weiterkommen. Aber ja, es sieht gar nicht mal so gut aus auf jeden Fall. So, Hämorrhoidor, beziehungsweise, ja, der Ascheberg. Hämorrhoidor habe ich mich gerade ein bisschen, warte mal, so. 341. So, machen wir direkt weiter. Let's go. In der Lichtwelt sind ja die Gegner, die uns hier auch am meisten XP bringen. In der Schattenwelt müssten wir mal gucken, wo wir noch ein paar Gegner da mitnehmen können. Ja, aber auch hier sieht es jetzt gar nicht mehr so gut aus. Mal schauen, Zauberschulen-Express waren wir, glaube ich, gerade drin, ne? Ja, geht auch bestimmt was, aber wir schauen gleich mal in die Schattenwelt. Schattenwelt finde ich relativ vielversprechend, weil da, glaube ich, wirklich auch schon sehr, sehr viel geht. So, dann haben wir das Playa Hauptquartier. Ja, sehr schön. Wenn die liegen, dann gibt es auch gut XP hier auf jeden Fall. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch ein bisschen Glück haben mit den Tries, damit wir hier den ein oder anderen für 300 Millionen uns auch mit snacken können. Okay, Leander will nicht fallen. Ja, Loki ist auch zu schwer. Gucken wir mal Cerberus. Ich wollte auch sagen, Cerberus, der wird doch bestimmt fallen. So, wir müssen noch ein bisschen Platz machen hier auf jeden Fall. Das Ding ist halt, die ganzen Items, die sind wahrscheinlich schon übelst alt. Weswegen wir die alle wahrscheinlich auch guten Gewissens wegschmeißen können. Die bringen uns nichts mehr. Ja, deswegen, ja. Okay. Hier in der Schattenwelt, in der Lichtwelt sieht es erstmal so aus, als ob wir da jetzt erstmal nicht großartig weiterkommen. Jetzt hier in der Schattenwelt wird wahrscheinlich doch nochmal der ein oder andere Gegner legen. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen noch irgendwie eine aktuelle Waffe für irgendeinen Begleiter oder so. Ja, das wäre wahrscheinlich noch ganz hilfreich. Aber solange wir erstmal noch hier so einigermaßen durchkommen, geht das auch alles komplett klar. Ja, wenn wir durchkommen. Das sieht jetzt bisher nicht so aus, dass wir hier durchkommen. Aber hier, 13. Stock. Ich glaube, da habe ich gerade... War das eine Waffe? Da habe ich doch eine Waffe gesehen hier. Kunigunde, plus 17. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Also wir tauschen halt 3 Stat gegen alle Attribute. Bisschen mehr Durchschnittsschaden. Die Kunigunde hatte wahrscheinlich schon eine einigermaßen aktuelle Waffe. Deswegen ist das kein Mega-Upgrade, sag ich mal. Und die Gegner, ja, die liegen auch so einigermaßen gut hier. Da muss ich mir bisher hier jetzt in dem Dungeon noch keine Sorgen machen, bis das Marketeer kommt hier. Der hält mich wieder ein bisschen auf. Okay, gucken wir mal weiter in Hämorrhoidor rein. Let's go. Warte mal, dann war das hier doch... Ah ne, hier ist es... Ach so, nee, lol. Ah, ich hatte mich schon gewundert gehabt. Hämorrhoidor, das sieht hier fast so aus wie der Ascheberg hier. Hatte ich mich geirrt gehabt, aber die sehen fast beide identisch aus auf jeden Fall, wenn ich mir das jetzt so beides mal anschaue. So, ja, aber auch hier scheint schon soweit Schicht im Schacht zu sein. Hier geht auch nichts mehr. Da müsste ich tatsächlich gleich nochmal SF-Tools durchlesen, wie es aussieht. Was sagt denn Dauerschleife? Kommen wir da schon irgendwie einigermaßen voran? Ja, Dr. Banks liegt auf jeden Fall. Zaccriblé liegt er auch, ist die Frage. Ja, sieht erstmal nicht so gut aus.
Aber einen Gegner haben wir schon mal besiegen können. Das ist ja schon mal besser als gar nichts. So, wo wir wahrscheinlich jetzt richtig Meter machen werden, ist im Wirbelwind. Da werden wir wahrscheinlich jetzt... Oh, ich muss mal gucken. Vielleicht ist hier das ein oder andere Item für einen Begleiter dabei. Plus 46. Ja, das müssen wir jetzt noch nicht zwingend mitnehmen hier. Ja, können wir auch eigentlich opfern, weil die geben uns eh nichts. Müssen wir mal drauf achten. Vielleicht kriegt der ein oder andere Begleiter noch irgendwie was Gutes. Aber zuerst gehen wir mal hier nochmal in den Wirbelwind rein. Sorry, Stimme weg. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wäre natürlich noch cool gewesen, wenn wir hier noch ein Hexen-Event mitgenommen hätten. Aber man kann nicht alles haben und von daher irgendwann müssen wir auch mal den Schlussstrich ziehen. Ja, es ist quasi wirklich so ein bisschen wie eine Mini-Dungeon-Pause, die wir hier gemacht haben. Weil wir wirklich schon extrem lange nicht mehr gepusht haben auf dem Account. Das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Und deswegen wurde mir auf jeden Fall mal wieder Zeit. Und heute ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns hier, ja, mit guten Verbesserungen, ne? Also wir haben nicht mehr gepusht seit dem Legendary Dungeon und ich glaube davor auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Seitdem haben wir halt legendäres Equipment, legendäre Steine. Seitdem ist der Gladi ja, ein paar Stufen höher geworden so. Ne? Und wir haben uns im Generellen auch mehr verbessert natürlich. Von daher, ja, konnte man davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich schon den ein oder anderen Gegner hier mitnehmen werden. Ja, und deswegen, ja, sieht das auf jeden Fall ganz gut aus. 346 ist erreicht. Ich weiß nicht, ob wir noch die 350 knacken. Dazu müssen wir wirklich noch Gegner legen, die wirklich noch ein bisschen mehr XP bringen auf jeden Fall. Dazu müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen in der Schattenwelt legen oder vielleicht auch ein bisschen was in der Lichtwelt noch. Aber da lesen wir uns gleich nochmal durch, wie so die Prozentchancen aussehen da bei den Gegnern. Wenn jetzt erstmal noch so weit hier was im Wirbelwind liegt, nehmen wir das natürlich auch erstmal mit. Und gucken mal, wie weit wir hier kommen. Richtung 500 sollte es eigentlich gehen. Ja, beziehungsweise, ja, wir nähern uns jetzt schon langsam der 2000er Pilzmarke. Und damit, ja, werden wir ja, wahrscheinlich unsere Pilze loswerden. Vielleicht, mal gucken. Es ist eigentlich relativ viel sogar, was wir hier haben zum Pushen. Deswegen, aber ich habe mir halt eben auch ein bisschen aufgespart, damit wir ja, hier noch einen guten Endpush hinlegen können. Und ich denke mal, das sollte eigentlich ausreichend sein, so vom Ding her. Ja. Genau. Der Push ab morgen. Es ist jetzt gerade relativ früh morgens so. 7:40 Uhr jetzt gerade. Ich kam aus der Nachtschicht, deswegen. Ja. Okay, hier haben wir den Graughoul. Das ist meistens immer eine Bremse. Der dauert in der Regel immer ein bisschen länger, bis der fällt so. So, und dann gucken wir mal kurz die Dungeons durch, die uns hier noch viel XP bringen. Leander, der Anzügliche, den müssten wir eigentlich legen. Der hat 2,89%. Also der müsste eigentlich fallen. Ja, ich gucke jetzt mal, ja, sehr schön. Ich gucke jetzt mal gerade die Gegner durch, die viel XP bringen. Dann haben wir hier in der Schattenwelt den 13. Stock. Bernd, das Marketier, der hat 0,45. Okay, das sieht schon ein bisschen haariger aus. Mal gucken, ich gucke nochmal kurz in der Lichtwelt rein. Was haben wir hier Schönes? Ja. Ja, wir haben jetzt schon gut aufgeräumt auf jeden Fall. Haben wir noch einen Dungeon, den wir jetzt hier gerade freischalten können? Ich gucke noch mal kurz in der Schattenwelt rein. Ja, es sieht erstmal schwierig aus. Ja, ich werde mal gleich nochmal SF-Tools durchlesen lassen und mal gucken, was mir die Prozentchancen jetzt sagen werden beim erneuten Durchlesen.
So, ich mache das mal hier nebenbei. So, da wurden wir kurz ausgeloggt. Dann simulieren wir nochmal kurz einmal alles durch und schauen mal, wie es jetzt aussieht. So, hier haben wir noch irgendein Item bekommen. Hatte ich den jetzt noch besiegt gehabt, so random? Ich glaube nicht, ne? So, währenddessen schauen wir mal noch in der Lichtwelt ein bisschen weiter. Okay, wir haben neue Chancen am Start. Die neue Liste sieht so aus hier, ja. Also ein paar Prozentchen sind auf jeden Fall noch, aber ich mache mir jetzt mal eine Strichliste davon, beziehungsweise zum Durchstreichen. Das macht sich immer ein bisschen besser, finde ich. So, fangen wir mal an in der Liga der Superhelden. Okay, der ging jetzt super easy. Dann haben wir den Endboss, Captain Monday. Andere nennen ihn auch Captain Morgan, aber der hat natürlich mit ihm hier gar nichts zu tun. Ja. Und es wurde auch bestimmt nicht so genannt wegen Copyright-Gründen. Ne? Das ist bestimmt eine komplett eigenständige Figur, die hier gezeichnet worden ist. Ja. Das ist natürlich eine schöne Anspielung. Okay, so, da haben wir den nächsten Dungeon gecleart. Ja, so, dann haben wir hier die Stadt der Intrigen. Da sollten die nächsten Gegner fallen und ja, uns hier Ruhm und Ehre bescheren. So, dann die Frau in Rot ist tot, ja, und wir sind 348 und wir kommen als nächstes zum Ascheberg. Und ja, arbeiten uns langsam, aber sicher ein bisschen die Liste runter und versuchen halt hier noch Richtung 350 zu pushen. Ne? Bis dahin, ja, spielen die meisten so, bis sie dann in die Dungeon-Pause reingehen. Ne? Das werde ich natürlich nicht machen. Ich werde jetzt halt eben auf dem Server hier aufhören, nachdem ich hier meine Pilze verbraten habe. So, aber ihr seht schon, es wird schwer mit 350, weil nach dem Gegner, wenn der jetzt hier down ist, so fangen die Gegner an, unter 1% zu schießen und das, ja, sieht schon relativ schwierig aus. Zauberschulen-Express ist hier der nächste, der liegen könnte, aber der liegt halt, wie gesagt, schon unter 1% und diesbezüglich, ja, wird das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Leider auch nicht die Dungeons, die hier halt eben so mega viel XP bringen. Deswegen, ja, bringt das nur, ja, verhalten viel XP. Also ist nicht wirklich ausschlaggebend. Ich würde tatsächlich eher nochmal in die Schattenwelt reinschauen. Da sind wir ja auch noch beim 13. Stock. Und da könnten wir eventuell ein bisschen mehr XP kriegen. Aber ihr seht schon, jetzt geht das Ganze wirklich in die Pilze. Am Anfang war es relativ easy. Da hat man sich hier gut durchkämpfen können. Aber jetzt haben wir halt eben unsere Level gemacht. Und ja, kommen hier so ein bisschen langsam, aber sicher an unsere Grenzen. Ne? Also ich meine, die sind natürlich alle möglich hier, die Gegner. Aber ihr seht schon, wie schwierig das ist, so ein Gegner mit 0,86 hier zu besiegen. Das macht schon ein bisschen was aus. Aber können wir nochmal eine Verbesserung starten hier? Ja, nee. Nicht wirklich. Beziehungsweise ja, das Intelligenz. Nee, das kann auch weg. So. Jetzt gehen wir das nochmal rein und ja. Gehen nochmal hier rein und versuchen nochmal. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Pilze am Start. Ne? Die müssen jetzt auch auf den Kopf gehauen werden. Deswegen geben wir hier unser Bestes, um die Gegner noch ein bisschen zu kitzeln hier. Ja? Zwischendurch versuchen wir mal im 13. Stock ein bisschen was. Ne? Manchmal muss man auch einen schwierigeren Gegner angreifen. Manchmal liegen die eher als die leichteren Gegner. Ja? Und dann ist der Knoten geplatzt. Mal gucken. Hier habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, als ob der mit der niedrigeren Chance eher liegen würde, als der mit der höheren Chance, weil da sahen die Tries gerade richtig, richtig schlecht aus. Hier sind die Tries,
gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ne? Aber mal gucken, kann natürlich auch täuschen. Ne? SF Tools hat da natürlich recht, der wird wahrscheinlich prozentual schwieriger sein als der andere Gegner, den wir eben gerade getried haben. Aber ja, es wäre schon cool, wenn wir generell noch die ganzen hier aus dem Weg räumen würden. Weil dann hätten wir... Oh, das war knapp gerade. Boah, das sind wirklich knappe Tries. Dann hätten wir hier erstmal soweit alle aus dem Weg geräumt. Ja. So. Let's go. Der muss auf jeden Fall jetzt auch liegen hier. Da wären wir schon Richtung 349 dann. Wir können mal gucken, ob wir bei den Pets noch ein paar Habitatangriffe gewinnen können hier. Ja. Da könnten wir natürlich auch noch ein bisschen XP herkriegen. So, da sind wir jetzt 348. Da können wir mal gucken, was wir an XP bekommen hier durch die Habitate. Okay, hier besiegen wir keinen mehr. Haben wir hier noch jemanden? Ah, ich enter zu schnell. Ich wollte gucken, wie viel XP der jetzt gebracht hat. Vielleicht könnt ihr zurückspulen im Video und mal gucken, wie viel XP der jetzt auf 348 gebracht hat. Ja, das Habitat hier. Okay, 36 Millionen. 36 Millionen hat es gebracht, weil wollte ich nämlich mal gucken, wie viel XP ja, bringt das denn so hier auf hoher Stufe. Und da die Habitate ja levelgebunden sind und nicht ja, wie die normalen Dungeons stagnieren, so, ne, kann man natürlich, wenn man sich die länger hier aufbewahrt, die Dungeons, auch ein bisschen mehr rausholen, XP-technisch, ne. Lohnt tut sich das natürlich jetzt nicht so stark, ne, weil man verzichtet die ganze Zeit auf Pets, auf die Attribute etc. pp. Ne, das ist natürlich nicht so vorteilhaft, diese sich bis in alle Ewigkeit aufzubewahren, nur um ein bisschen mehr XP daraus zu bekommen. Ne. Aber ja, für so ein kleines Projekt hier nebenbei ist es natürlich ganz nice und kann man auch durchaus mal machen. Ja. Genauso wie diesen Dungeon-Gegner legen hier. Das geht ja wohl gar nicht, dass er hier jetzt nicht liegt. Okay, versuchen wir nochmal jemand anderen. Machen wir mal... Ja, wen haben wir denn noch? Also eigentlich sind es nur noch die unangenehm viele Inferi. Ja, oder wir können noch mal gucken, ob der Wirbelwind liegt, aber da haben wir auch einen Hardblocker am Start hier, ne? Verzauberung. Hätte man mal vorher checken sollen, ne? Aber da ist auch alles top soweit. Ja, der Wirbelwind. Der Graugul, das ist hier wirklich ein harter Brocken. Wenn der liegen würde, ich glaube, dann könnten wir wirklich nochmal ein paar Etagen aufräumen. Aber der ist halt wirklich, den musst du halt auch erstmal knacken. An dem musst du vorbei. Da scheitern erstmal schon mal relativ viele, weil der halt wirklich von den Werten her im Vergleich zu seinen Vorgängern extrem anzieht. Und deswegen ist das so der erste größere Blocker auch auf jeden Fall. Hier im Wirbelwind. Ja, wir müssen es tryen. Wir müssen tryen, die Gegner hier zu besiegen, die uns SF Tools anzeigt. Hier jetzt nochmal gegen den Gegner, der ein bisschen leichtere Chance hat als Bernd das Marketier in der Schattenwelt. Ja, aber es sind auch nur 0,2%. Also von daher ist beides relativ schwierig. Aber hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt so gar nicht fallen. Ja, also so gar nicht ist krass. Weil für so gar nicht, also so wie der aussieht, hätte ich jetzt gedacht, okay, der hat jetzt nicht 0,8, so wie es angezeigt wird, sondern wahrscheinlich so 0,3 oder so, auch wie die Tries aussehen, ne? Aber das ist halt der Nekromant. Da kann halt, im nächsten Moment kann das scheppern, aber dann können die Tries halt eben auch so aussehen, als ob, ja, so minutenlang gar nichts passiert, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, aber ist krass, also wirklich 0,86. So sieht der Gegner jetzt tatsächlich wirklich nicht aus, muss ich sagen. Ja. Random nochmal irgendwo in die anderen Gegner rein. Ja. Einfach just for fun. So auf Good Luck. Weil die würden auch gut XP bringen. Aber die sind auch alle... Ja. Oh, sorry. Oh, dadurch, dass ich jetzt schon aus der Nachtschicht kam und es relativ früh morgens ist, bin ich dann doch schon ein bisschen müde auf jeden Fall. Ja, nee, es sieht
Es sieht danach aus, als ob wir hier erstmal soweit eine kleine Flautephase haben, ne? Und wir erstmal auch soweit an unserem Limit angekommen sind, was so, ja, was so die Dungeons angeht, ne? Also 350 erreichen wir leider nicht. Es wäre aber auch krass gewesen, weil, ja, wir haben echt also wir haben schon echt viele Level gemacht auf der Stufe, sag ich mal so, ne? Also für die Stufe sind da schon gut viele Level, die wir jetzt hier gepusht haben, so. Da muss man sich nicht verstecken. Wäre natürlich ganz cool, wenn wir die 350 gesehen hätten, so. Aber das wird auch chancentechnisch einfach nicht hinhauen. Nice. Okay, 349 noch gehittet. Maximal, wollte ich sagen, kriegen wir den noch down. Ja, danach ist vom 13. Stock jetzt auch nichts mehr übrig. Jetzt können wir hier den Drachenhort in der Schattenwelt höchstens noch tryen. Aber der hat eben auch schon 0,37. Das ist auch nochmal deutlich, deutlich weniger. Ne? Ja, deswegen, das wird wahrscheinlich auch nichts großartig werden. Ja, und wie gesagt, ansonsten hier in der Lichtwelt der Zauberschulen-Express. Ne? Also der müsste eigentlich schon längst liegen. Wenn wir jetzt das mal mit den anderen verglichen haben, der 0,6 hat, ne? Der lag jetzt schon vor ihm hier, aber er will einfach nicht. Er will nicht so, wie ich es will, aber wir sind nochmal ein Level abgekommen. Okay, nice. Sehr schön. Liegt der wenigstens auch noch. So, danach haben wir die Bella. Ja, und dann sieht es auch schon wirklich böse aus. Danach müssten wir Drachenhort, ja. Drachenhort. Eigentlich müssten wir im Drachenhort in der Schattenwelt die Mutter besiegen hier. Die Dreselmutter. Die müsste eigentlich fallen. Die hat aber 0,3%. Aber wenn die liegt, die Gegner danach sahen alle relativ gut aus, so, ne? Also die sahen jetzt so aus, als ob die noch Bock hätten, von den Prozenten her. Ist halt eben aber nur die Frage, liegt die Dreselmutter mit 0,3%? Das ist halt eben das Ding. Das ist, ja, relativ unwahrscheinlich. Vor allen Dingen mit unserem Glück hier heute irgendwie, habe ich das Gefühl. Das werden wir gar nicht so richtig belohnt. Aber wenn die jetzt noch liegt, dann könnte die 350 doch noch vielleicht zum Greifen nah sein. Ja, aber sie muss liegen hier, weil danach haben wir, also, mal so, Drachenhort, hier haben wir den down, dann den und den. Und den vielleicht auch noch, ja, aber so 3-4 Gegner danach sind eigentlich Free Try, also so, ja, 3-5% sollte eigentlich machbar sein, aber er muss halt hier liegen, so, ne? 350, das wäre natürlich nochmal ein Träumchen, was hier wahr werden würde für mich, dann hätten wir nochmal so wirklich unser großes Ziel geschafft. 350 war eigentlich auch so das Ding, wo ich gesagt hätte, yo, auf der Stufe kannst du den Server gut aufhören, sag ich mal, weil ab da geht es dann wirklich los mit der Dungeon-Pause auf der Stufe. Und ich habe schon wirklich lange Zeit nicht mehr bis auf die Stufe gespielt auf irgendeinem Server. Also so lange schon nicht mehr durchgehalten so. Und ich bin jetzt auch froh, dass wir den Server so abgeben, weil ich hatte jetzt ja 6 Accounts, die ich so gespielt habe. Ne, meine 3 Hauptaccounts und dann ja 3 temporäre, sag ich mal. Das war halt jetzt in letzter Zeit auch einfach zu viel. Jetzt trennen wir uns halt eben von EU19, ist halt einer weniger. EU20 und 21 spiele ich sehr locker. Also da ja, werde ich auch nicht so, also werde ich nicht gehetzt. Hier auf EU19 habe ich schon Druck verspürt, weil die Gilde sehr competitive ist, auf jeden Fall. Und da merke ich halt, okay, da komme ich nicht hinterher. Vom Level her bin ich, glaube ich, auf dem vorletzten Platz in der Gilde. Also ja, fast das schwächste Glied, sag ich mal. Beziehungsweise, ja, das schwächste Glied in der Kette so. Deswegen, da fühlt man sich dann schon ein bisschen immer, ja, ein bisschen schlecht, das sag ich mal, dass man da nicht so hinterherkommt. Deswegen bin ich gerade froh, auf EU19 den Posten dann abzugeben und zu sagen, okay, das war es dann jetzt gewesen hier, ne? Ja, ob es das jetzt hier auch mit den Dungeons gewesen ist, ist natürlich die nächste Frage hier, ne? Denn das sieht mir hier gar nicht gut aus, momentan, aber es war natürlich klar, die Chancen sind relativ gering, ne? Aber nicht unmöglich, das nicht.
Und ja, den brauchen wir aber hier auf jeden Fall für 350, wenn wir den hier aus dem Weg räumen wollen und die Gegner danach, muss er hier halt fallen. Ansonsten wird es nichts. An ihm, auf ihn kommt es jetzt hier halt eben drauf an. Liegt er oder liegt er nicht? Schaffen wir die 350 oder schaffen wir sie nicht? Ja, wir haben zwar noch die Bella offen hier in der Zauberschule, aber die beschert uns auch nicht das Level ab und danach kommen auch dort keine Gegner, die uns jetzt noch irgendwie ein Level up bescheren könnten, beziehungsweise dass da noch 3, 4 Gegner kommen, die danach Free Try sind. So, ne? Und hier ist es halt wirklich, der weg, hier 0,3, dann haben wir 5%, 3%, 2,7, ne? Und das reicht dann schon für 350. Also auf ihn hier kommt es jetzt halt wirklich drauf an. Ne? Fällt er oder fällt er nicht? Das ist jetzt hier die entscheidende Frage und nochmal, der Spannungsbogen zum Schluss der Folge, ob es halt eben klappt oder nicht. Ne? Wir haben schon viele Pilze jetzt hier in ihn rein getried. Wir sind hier jetzt mittlerweile auf 670. Haben wir jetzt nur noch. Es entscheidet sich jetzt halt eben, ne? Die Frage. So, klappt es oder klappt es nicht? Ich muss mal zwischendurch einen Schluck trinken. Ja. Die verflixten Magier, ne? Also, dass es jetzt nochmal so spannend wird, hätte ich nicht gedacht. Weil ich dachte, okay, wir kommen hier relativ gut durch, sag ich mal. 350 ist in greifbarer Nähe, aber ja, dass das jetzt hier wirklich nochmal so um Haaresbreite wirklich let's go auf den letzten Gegner hier so ankommt. Let's fucking go. Und damit, sollten wir das Ding eigentlich geschaukelt kriegen hier. Wir tauschen nochmal die Waffe. Ja, vielleicht bringt es hier auch nochmal ein bisschen was. So, Verzauberung nicht vergessen. So, und dann sind die Chancen vielleicht auch nochmal ein bisschen höher. Sehr, sehr geil. Nice, damit haben wir es hoffentlich, ja. Der nächste Gegner auf der Liste hier sollte relativ schnell fallen. Im Drachenhort. Was haben wir hier? Das Drachenbaby. Nee, warte mal. Wo sind wir denn hier? Achso, untotes Echsenfossil. Stimmt. Ja. Der sollte jetzt relativ easy sein. Wir haben jetzt nur noch knapp 500 Pilze. Beziehungsweise ein bisschen drüber. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch für die Gegner hier. Was ist das? Bro, du hast 5%. Komm aus dem Weg mit dir. Beiseite. Beiseite. Viel zu viele Pilze schon wieder. Das ist schon wieder richtig unlucky. Für 5% ist das schon wieder unlucky hier. Beiseite. Gibt's ja wohl nicht. Frechheit. Was bildet der sich ein? Ja, der Untote hier. Was willst du noch? Du bist eh schon nicht mehr unter den Lebenden hier. Brauchst du jetzt dich hier auch nicht so mokieren. Sag ich mal. Besser ist das auch. Besser ist das. Ich will mal die Abhakliste aufmachen. Sind wir jetzt gar nicht drin. Okay, Shenlong 3,78%. Der nächste Gegner. Dankeschön. Dankeschön. So, und dann noch das Drachenbaby mit 2,69%. Sollte hoffentlich auch relativ zügig liegen. Oh mein Gott. Ja, jetzt auf jeden Fall. Das ist ja nochmal ein schönes Upgrade hier. Und den nehmen wir aber auch nochmal mit hier. Schöne Upgrades für die Kunigunde. Ja, da kann man doch was mit anfangen. Das ist doch nicht verkehrt und da sollten auch die Chancen gleich nochmal ein bisschen besser stehen. Und mit dem Drachenbaby haben wir es geschafft. Wir haben... Ey, warum wird mir das nicht angezeigt? Wo ist die Animation? 350, hallo. Einfach Animation nicht da gewesen. Ja, moin. Ja, das ist natürlich ziemlich unepisch jetzt hier an der Stelle. Aber wir haben es geschafft, 350 zu hitten. Aber auch gerade so wirklich, gerade so, weil der Gegner jetzt hier, der hat jetzt nämlich auch schon wieder 0,64, der Neujahrsdrache. Der ist nämlich jetzt auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich meine, der wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr 0,64 haben mit den Level-Ups, die wir haben und dem Ring und das neue Equipment für die Kunigunde. Wird es wahrscheinlich ein bisschen höher sein als das jetzt. Aber ja, ich denke mal,
Wir sind die Pilze gut losgeworden. 350 haben wir erreicht. Ja, Ausgangsstufe war 336 und damit haben wir uns ein bisschen höher gekämpft nochmal im Durchschnitt. Jetzt sind wir fast wieder am Durchschnitt, 352. Ne, vorher waren wir, wie gesagt, 336 und waren damit halt, ja, wirklich hier Vorletzter gewesen von der Stufe her. Deswegen alles wieder gut gemacht. Wir sind wieder relativ nahe dran gekommen an den Durchschnitt der Gilde, aber man sieht schon wirklich, ne, was hier auf jeden Fall für ein Niveau am Start ist. Ja, Freunde, das soll es soweit gewesen sein von mir auf EU 19. Ja, jetzt werden wir den Server hier von den Favoriten auf jeden Fall lösen. Zack, damit ist es geschehen. Okay, ich werde ihn natürlich nicht löschen, ne? Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall bei den Favoriten einen weniger und brauchen uns um den nicht mehr kümmern. Ja, ich werde mich jetzt an die Post machen und werde jetzt hier meinen Abschied schreiben und mich von der Gilde hier nochmal verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank natürlich nochmal für die Gastfreundschaft hier an die Gilde und wünsche denen auf jeden Fall hier alles Gute weiterhin auf EU 19, ja, dass ihr den Server hier auch weiterhin so schön dominiert, wie es bisher der Fall ist. Ne? Und hoffe, euch hat es auch gefallen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, mit dieser kleinen, ja, aber feinen Dungeon Push XXL Folge, kann man ja schon so fast sagen, verabschiede ich mich von EU 19 und damit haben wir jetzt erstmal einen Server weniger zu spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin, wer zugeschaut haben sollte, auf jeden Fall herzliches Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.